Alpha Theta ist aus der Pioneer Corporation hervorgegangen und ist das Team hinter Pioneer DJ. Seit über 30 Jahren prägend für die DJ-Kultur weltweit. Mit derselben Leidenschaft, denselben Anspruch an technischen Spitzenleistungen und dem klaren Ziel, Menschen durch Musik zu verbinden, setzen wir dieses Erbe fort. Heute stellen wir euch den CDJ 3000X vor. Ein Player im ikonischen, von uns entwickelten Club-Standard-Design mit sorgfältig optimierten Proportionen, perfekt ausbalancierten Jogwheels und einem brillanten 10,1 Zoll Touchscreen. Viele Funktionen werdet ihr gleich in der Praxis sehen. Und wer weiß, vielleicht kommen in Zukunft noch weitere spannende Möglichkeiten hinzu. Bleibt also unbedingt bis zum Ende dran, gebt dem Video ein Like und abonniert unseren Kanal, um keine neuen Inhalte mehr zu verpassen. Erlebe den neuen CDJ 3000X, ein Media Player im ikonischen, von uns entwickelten Club-Standard-Design, weiterentwickelt für moderne DJs. Das großzügige Gehäuse, der elegante 10,1 Zoll Touchscreen und die perfekt ausbalancierten Jogwheels sorgen für eine klare, aufgeräumte Oberfläche und ein vertrautes, hochwertiges Spielgefühl. Jedes Bedienelement ist optimal platziert, damit du dich voll auf deine Performance konzentrieren kannst, egal ob im Club, im Studio oder auf der Mainstage. Hardware-seitig ist einiges passiert. Der frühere SD-Kartenslot weicht einem USB-C-Port, die Jogwheels wurden überarbeitet und ihr Widerstand lässt sich noch feiner von leicht bis schwer einstellen. Außerdem sind die Start- und Cue-Buttons neu konstruiert, für präziseres Ansprechverhalten und eine höhere Lebensdauer. Auf der Vorderseite befindet sich der neue NFC Touchpoint, auf den ich gleich noch näher eingehen werde. Auf der Rückseite des CDJ 3000X ist alles klar strukturiert. Neben den Cinch-Ausgängen gibt es einen digitalen Koaxialausgang für bestmögliche Klangqualität, eine USB-C-Port für die Verbindung mit Recordbox oder DVS und natürlich ein Gigabit LAN-Port für den Pro DJ Link. Und der Power-Anschluss ist mit einer Kabelsicherung ausgestattet. Hier sieht man gut, wie das Setup mit zwei CDJ 3000X und einem DJM A9 wirkt und wie der Player im Vergleich zum Vorgänger etwas an Größe zugelegt hat. Im direkten Vergleich mit dem CDJ 3000 zeigt sich, dass der CDJ 3000X in der Breite nur wenig zugenommen hat. Durch das große 10 Zoll Display gewinnt er jedoch an Tiefe. So bietet er trotz seiner kompakten Bauweise mehr Platz für die Bedienoberfläche. An dieser Stelle bekommt ihr noch einmal einen kompletten Überblick über die Funktionstasten des CDJ 3000X. Ich werde jetzt nicht jede einzelne Taste im Detail erklären, das würde zu lange dauern. Stattdessen zeige ich euch im Verlauf des Videos die wichtigsten Unterschiede zum CDJ 3000 und gehe dabei natürlich besonders auf die neuen Funktionen ein. Der neue CDJ 3000 bietet ein größeres 10,1 Zoll Touch-Display, integriertes WLAN mit NFC und QR-Login, erweiterten Cloud- und Streaming-Support, verbesserte Jogwheels und Soundqualität sowie neue Features wie Smart Queue, Preview Hot Queue, Pre-Download und flexibles Playlist-Management direkt am Gerät. Beim Sound legt der CDJ 3000 nochmal eine Schippe drauf. Dank dem neuen High-End Performance DAC von ESS Technology bekommst du eine unglaublich klare und detailreiche Wiedergabe mit einem verbesserten Signalrauschabstand für noch mehr Präzision. Die neu entwickelte Stromversorgung reduziert Störgeräusche und liefert druckvollem, warmen Bass, der auch bei langen Sets nicht ermüdet.
Das Soundtuning wurde direkt in Clubs getestet, zusammen mit erfahrenen Tontechnikern und sorgt dafür, dass der Player in jeder Location überzeugt, egal ob kleiner Underground-Club oder Mainstage beim Festival. Mit dem neuen integrierten WLAN im CDJ 3000 wird das Streaming jetzt richtig unkompliziert. Erst in Sekunden vernetzt, wahlweise über integriertes Wi-Fi oder verkabeltes LAN. So passt du dich jeder Location an. Clubrouter, Access Point oder auch der Hotspot deines Smartphones. Über ProDJ-Link greifen die Geräte im Netzwerk sauber ineinander, damit dein Setup jederzeit zuverlässig performt. Single Sign-On. Das kennen viele schon. Jetzt gibt's diese Funktion auch beim CDJ 3000X. Einmal einloggen und schon bist du mit allen Streamingdiensten der Rekordbox Cloud und deinem Pioneer DJ Account verbunden. In einem ProDJ-Link Setup reicht die Anmeldung an einem Gerät und du bist auf allen Geräten verbunden. Mit dem neuen NFC-Login am CDJ 3000X kannst du dich jetzt ganz einfach ohne eingestecktes USB-Medium bei Rekordbox Cloud und Streamingdiensten anmelden. Lade einfach die Rekordbox-App auf dein Smartphone herunter und hinterlege dort dein Rekordbox-Konto. Sobald du dein NFC-fähiges Smartphone an den vorderen NFC-Touchpoint des Players hältst, bist du sofort eingeloggt und gleichzeitig bei allen verknüpften Diensten im Single Sign-On-System angemeldet. Schnell, sicher und ganz ohne Passwort. Alternativ zum NFC-Login kann die Anmeldung auch per QR-Code am CDJ 3000X erfolgen. Dafür wählst du unter Source die Option Cloud Login. Auf dem Display erscheint dann ein QR-Code, den du einfach mit der Kamera deines Smartphones scannst. Daraufhin wirst du zur Anmeldeseite geleitet. Melde dich mit deinem Rekordbox-Konto an und autorisiere den Player für den Cloud-Zugriff. Nach dem Login kannst du festlegen, wann der automatische Logout erfolgen soll. Spätestens nach 240 Minuten wird die Verbindung automatisch getrennt, falls du einmal vergisst, dich selber abzumelden. Unser Ziel: Titel aus Streamingdiensten verschmelzen nahtlos mit deiner DJ-Library. So selbstverständlich, als würdest du sie besitzen. Deine Sammlung bleibt eine One Library mit denselben Playlist, Cue und Beatgrids überall. Verwalte und bearbeite deine Musik von jedem Gerät. Am Rechner, am Smartphone oder direkt am Deck. Änderungen sind sofort da, wo du sie brauchst. Weniger Verwaltung, mehr Flow. Du spielst, der Rest läuft im Hintergrund. Eines der ersten Dinge, die dir beim neuen CDJ 3000X auffallen werden, ist das Display. Mit 10,1 Zoll ist es über 1 Zoll größer als beim CDJ 3000 und das merkst du sofort. Ob beim Durchstöbern deiner Tracks, beim Navigieren durch Playlisten oder live im Set. Alles wirkt übersichtlicher, klarer und reagiert schneller auf deine Berührung. Das neue 10,1 Zoll High-Res-Display zeigt dir jetzt deutlich mehr Titel an, abhängig von der eingestellten Font-Size. In Small sind es 16 Titel, in Medium und Large jeweils 12. So hast du immer die perfekte Übersicht, egal welche Schriftgröße du bevorzugst. Eine richtig praktische Neuerung ist die Copy-and-Paste-Funktion. Schau mal, ich tippe und halte einfach den Tracktitel hier auf dem Browser-Screen und schon ist er kopiert. Wechsle ich jetzt in die Suche, kann ich den Text mit nur einem Fingertipp einfügen. Perfekt, wenn man schnell und ohne Tipparbeit einen anderen Mix suchen will. Mit der neuen Track-Hide-Funktion kannst du ganz anonym auflegen. Ein Tipp auf den I-Button neben der Track-Information und schon verschwinden sie aus der Waveform-Ansicht. So bleibt dein Set geheim, bis du die Funktion wieder ausschaltest. Mit der Playlist-Edit-Funktion kannst du deine Playlisten direkt am Gerät anpassen, ganz ohne Computer. Deine Änderungen landen auf deinem USB-Medium und im Cloud Direct Play-Modus sogar sofort in deiner lokalen Rekordbox. Die Bedienung ist super einfach. Aktiviere oben im Menü die Edit-Funktion. Wähle den Titel aus, den du verschieben möchtest. Die gelbe Linie zeigt dir an, wohin er gesetzt wird. Du kannst die Funktion auch direkt mit dem Track-Auswahlregler nutzen. Titel auswählen, den Regler drücken und mit dem Drehregler die neue Position bestimmen und mit einem weiteren Druck bestätigen. Mit Pre-Download und der Global Tag Liste bist du immer einen Schritt voraus.
Du findest einen passenden Track aus der Cloud oder einem Streamingdienst, einfach Tag Track drücken und schon beginnt der Download. Analysedaten, Key, BPM und sogar die Track Preview werden automatisch geladen und direkt auf allen kompatiblen Playern bereitgestellt. Das Beste: in der Global Tracklist sammelst du Tracks aus unterschiedlichen Quellen aus deinem CDJ in einer einzigen übersichtlichen Liste. Die Playlist Bank ist perfekt, wenn du häufig zwischen bestimmten Playlisten hin und her springen möchtest. Öffne einfach eine gewünschte Playlist, tippe auf das leere Bank-Icon und schon ist sie als Favorit gespeichert. Ab jetzt kannst du von überall mit nur einem Fingertipp direkt auf diese Playlisten zugreifen. Übrigens, für jedes USB-Medium kannst du unterschiedliche Playlist-Favoriten anlegen. Mit GateQ kannst du super präzise Cues setzen und kontrollieren. Einfach im Waveform-Screen aktivieren und schon wird der Hot-Cue nur so lange abgespielt, wie du die Taste gedrückt hältst. Perfekt für kreative Cuts oder punktgenaue Einsätze. Und das Ganze funktioniert nur, wenn der Player pausiert ist. Mit SmartQ bringst du noch mehr Tempo in deine Q-Performance. Aktiviere in den Utility-Einstellungen Override Current Q with Hot Q und schon weißt du, dass der SmartQ an ist, wenn die Play-Taste weiß leuchtet. Jetzt reicht ein Druck auf ein Hot Q und dein aktueller Q-Punkt wird sofort überschrieben. Die Q-Taste übernimmt sogar die Farbe des zuletzt genutzten Hot Qs. Ideal, um schnell und präzise zwischen Punkten zu wechseln, ohne umständliches Neusetzen. Mit der Funktion Preview Hot Cue kannst du direkt während der Vorschau mit Touch Cue einen neuen Hot Cue setzen, genau an der Stelle, die du im Track angetippt hast. Mit einem Mixer mit Link Cue Funktion kannst du die Stelle auch vorhören, während der Track bereits on air läuft. So kannst du den Verlauf des Songs anhören und gleichzeitig Hot Cues vorbereiten. Perfekt für noch kreativere Performance und flüssige Übergänge. Mit der neuen Double Halved Funktion kannst du Beats noch präziser anpassen. Über Grid Adjust lässt sich das Tempo eines Tracks wahlweise verdoppeln oder halbieren. Praktisch zum Beispiel, wenn ein Track 170 BPM hat, aber mit 85 BPM angezeigt wird. Das Beat Grid lässt sich am CDJ 3000X ganz einfach anpassen. Halte das Auswahlrad gedrückt und schon öffnet sich das Grid-Menü. Dreht ihr am Rad, verschiebt sich das gesamte Grid nach links oder rechts. Über die Tasten könnt ihr außerdem direkt verdoppeln, halbieren oder einen halben Takt vor- oder zurückschieben. So sitzt euer Beat Grid immer perfekt und BeatSync funktioniert zuverlässig. Der CDJ 3000X schaltet den Rekordbox Performance Mode für Mac und Windows frei. Keine zusätzliche Lizenz nötig. Serato DJ Pro wird per USB HID unterstützt. Je nach Setup ist ein Hardware-Unlock oder Serato-Lizenz erforderlich. Zudem wird Rekordbox für iOS und Android im Link-Modus unterstützt, sodass du deine mobile Library direkt im Netzwerk oder über die USB-C-Verbindung nutzen kannst.